Vielleicht fragst du dich, warum du einige Dinge nicht wirklich zeichnen kannst. Den Grund dafür erfährst du in diesem Video. Bleib also bis zum Schluss dran. Ja, heute gibt es ein weiteres Video zum Thema Sehen lernen. Sehen lernen ist sehr, sehr wichtig, wenn du Objekte richtig zeichnen willst. Richtig zeichnen bedeutet dreidimensional abbilden, damit man denkt, man kann in die Tiefe gehen. Beim letzten Video haben wir über den Würfel gesprochen und jetzt schauen wir uns die Form des Zylinders an. Warum ist der Zylinder so unglaublich wichtig? Ganz einfach, weil er in sehr, sehr vielen Formen vorkommt. Ja, schauen wir uns einige an. Wir haben hier zum Beispiel einen Bleistift. Ja, die Grundform ist eine zylindrische Form. Wir haben hier zum Beispiel einen Pinsel. Die Grundform ist wieder eine zylindrische Form. Ja, dann habe ich hier meinen Zeichenbesen. Du siehst hier auch, hier ist die Quaderform und hier haben wir eine zylindrische Form und sogar eine Kugelform hier unten. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Lass uns ein wenig komplexer werden. Hier der Deckel von meiner Kamera, auch eine Zylinderform und zwar eine sehr flache Zylinderform. Ja? Also wir haben immer das gleiche Prinzip. Gehen wir noch etwas komplexer. Mein Anspitzer. Du siehst, wir haben hier Zylinderform. Ja? Die Kurbel, hier das zum Minen rausdrücken, also alles Zylinderform. Ja? Also es ist häufig eine Kombination von Zylinder, Würfel, Quader, Kugelform und so weiter. Jetzt fragst du dich, ja, ich will aber vielleicht ein bisschen Natur zeichnen. Aber auch da kann ich dir das Beispiel geben mit einer Zylinderform. Hier siehst du meine Zeichnung einer uralten Eiche und du stellst fest, auch der Baumstamm funktioniert wie eine Zylinderform. Das Licht geht rum. Durch das Licht sehen wir, welche Form vor uns ist. Ja, und so können wir in einer Zeichnung festlegen, ohne dass du das Foto brauchst oder eine Vorlage brauchst, kannst du die Form, die du beschreibst, genau zeichnen, nämlich durch Licht. Also, warum ist das so wichtig, das Sehen lernen, das Beobachten lernen? Naja, wir Menschen sind es gewohnt, dass wir etwas gesagt bekommen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, schau mal, das sieht so und so aus, hier fängt das Licht an und hier geht es langsam über in den Halbschatten und hier ist das reflektierte Licht. Dann greift das der Kopf auf, sieht es, setzt es um und denkt sich, aha, jetzt weiß ich es. Ja, du weißt es, du kannst es aber noch nicht anwenden. Ja? Deswegen ist das Sehen lernen etwas ganz, ganz anderes. Wir nehmen uns Zeit für das Beobachten. Denn diese Zeit, die du dir nimmst für das Beobachten, wird dir wirklich beim Zeichnen viele, viele Stunden und nicht nur Stunden sparen, sondern auch Fehler ersparen. Also, legen wir los. Schauen wir uns mal diesen Zylinder an. Ja, du siehst, ich habe die rechte Seite ausgemacht, das Licht links ist an und jetzt schauen wir uns mal ganz normal diesen Zylinder an. Also schau dir an, wie das Licht um den Zylinder herumgeht. Beobachte einfach mal, wie das von der hellen Seite in die dunkle Seite geht. Ja. Einfach beobachten, lass dich einfach darauf ein. Auch wenn die Ruhe manchmal etwas ungewohnt ist. Aber daraus, garantiere ich dir, entsteht die Kraft für deine Zeichnung, für deine Kunstwerke. Hier ist es hell und das Licht geht ganz langsam rum. Hier ist es vielleicht ein bisschen heller. Zeig dir warum. Schau mal, ich nehme jetzt ein Blatt Papier und du siehst, wie der Zylinder das Umgebungslicht aufnimmt. Ja?
Also wieder reflektiert. Interessant, oder? Ja, so hat alles eine Wirkung. Ja, es ist nicht nur die Wirkung des Objekts im Raum, sondern auch der Raum darum, der die Wirkung ausmacht. Ja? Schau, wenn du ganz oben rauf schaust, ich versuche das mal mit der Kamera einigermaßen in Einklang zu bringen, siehst du einen perfekten Kreis. Ja? Wenn wir langsam den Zylinder neigen, wird es eine Ellipse. Ja? Also diese Form. Ja? So ungefähr. Und die geht dann immer weiter auf, je mehr wir den Zylinder zu uns neigen. Also die Oberseite, hier ist ja der Querschnitt, zu uns neigen. Ja? Bis es dann irgendwann diese Form annimmt hier. Ja? Also diese kreisrunde Form sozusagen. Ja? Ganz, ganz wichtig zu verstehen. Beobachte das einfach. Nimm dir die Zeit und schau dir das in Ruhe an. Du wirst sehen, es ist gewonnene Zeit. Ja? So, schauen wir mal. Jetzt sehen wir fast gar nichts mehr von der Oberfläche. Ja? Dann ist es praktisch nur ein Strich. Ja? Nur ein Strich. Auch können wir ihn zur anderen Seite kippen, ist das gleiche Prinzip. Nur ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du auch realistisch zeichnen lernen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung meinen klaren Weg vom einfachen Übungskurs bis hin zur Mitgliedschaft in meiner Akademie. Weiter geht's mit dem Video. So, jetzt drehen wir ihn mal nach unten. Du siehst, unten ist dunkler als auf der Seite. Ja, auf der lichtzugewandten Seite, hier unten ist es dunkler. Ja, alleine dieser Unterschied von den Helligkeiten sagt uns eigentlich, welche Form das ist. Ja. Du siehst, hier ist es andersrum. Das Licht kommt hier auch von oben. Ja. So, als nächstes nehme ich mal mein Telefon und beleuchte mal, führe mal das Licht für dich hier etwas rum. Siehst du das? Was da passiert? Das Licht läuft rum. Ja? Beim Quader ist das anders. Hier haben wir klar getrennte Flächen. Beim Zylinder geht das Licht herum. Schau, wir haben hier keine klare Kante, die abreißt. Ja. Auf meiner Akademie erkläre ich das ganz genau. Den Zusammenhang zwischen reflektiertem Licht, der Lichtquelle, dem Winkel des Lichts, dem Halbschatten, dem Übergangslicht, dem reflektierten Licht. Das sind theoretische Begriffe, verbunden aber an einem Beispiel, werden sie lebendig, werden sie greifbar. Und wenn das Objekt weg ist, kannst du das Objekt praktisch dann zeichnen. Ja? Dass du einfach einen ganz normalen Zylinder zeichnen kannst. Ja? Schritt für Schritt. Darum geht es letztendlich, dem Zylinder oder der Form, die du auswählst, die Form, die dein Objekt hat oder mehrere Formen. Ich hatte ja gerade hier den Zeichenbesen hier, ja, Quaderform, Zylinderform, Kugelform, eine Kombination von mehreren
Ding sozusagen. Ja? Also wenn wir hier diesen Zylinder haben und unser Licht von hier kommt, ist diese Seite beschattet. Und mit jedem Strich wird klarer, was hier letztendlich passiert. Man muss das Gefühl haben, dass das Licht hier rumgeht um diesen Zylinder. Und wenn man diese Form versteht des Zylinders, kann man letztendlich auch die Kanten betonen. Und jeder dieser Kanten, die du mehr betonst, gibt uns letztendlich, macht das Objekt gibt uns noch mehr Tiefe in dem Objekt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Und wenn du diese Abfolge halt immer wieder übst und dir anguckst bei verschiedenen Objekten, wird sich deine Tiefe deiner Kunstwerke wesentlich verändern. Es wird dreidimensionaler werden. Es ist ein häufiges Thema, was wir auf der Akademie bearbeiten. Wie bekommen wir Tiefe in die Zeichnung? Wie zeichnen wir realistisch, ohne vom Foto abzeichnen zu müssen? Wie zeichnen wir aus dem Kopf, aus unserer Vorstellungskraft heraus? Und genau das passiert, wenn wir lernen, uns die Zeit nehmen zu beobachten. Dann können wir komplexere Dinge zeichnen. Sie kombinieren und Stück für Stück mehr verstehen. Du kannst es dir so vorstellen, du zeichnest und siehst dann vor deinem geistigen Auge, wie die Form verläuft. Ja? Du kannst letztendlich wirklich nur das sehen, was in deinem Geist ist. Das Zeichnen, meine ich, was in deinem Geist ist. Ja? Also du siehst hier, wie das Licht hier rumwandert. Und wenn wir jetzt noch hier einen Schatten zeichnen wollen, dann haben wir noch mehr 3D-Wirkung. Die Grundlage aber für diese 3D-Wirkung ist ganz einfach, dass erstmal die Grundform verstanden wird. Viele wollen gleich immer realistisch zeichnen, ein Tier, ein Mensch und merken dann, wie war das nochmal? Und schauen sich 100-mal das Foto an. Aber irgendwie merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, und es ist wirklich deprimierend, den Fehler nicht zu finden. Ja. Und der Fehler liegt meistens, dass sich die Menschen einfach zu wenig Zeit nehmen zu beobachten. Und das meine ich auf allen Ebenen. Ja. Das ist nicht nur beim Zeichnen so. Alles, was du hier genauer beobachtest, wird dir in deinem ganzen Leben weiterhelfen. Ja? Weil du verstehst die Zusammenhänge mehr. Ganz einfach, du schulst dein Gehirn, deine Beobachtungsgabe und nimmst nicht einfach nur plump Informationen auf. Ja? Sondern du verstehst sie umfassend, tiefgreifend. Ja? Beim Fotozeichnen, wenn du beispielsweise vom Foto abzeichnest, ja, wenn du jetzt sagen willst, oh, das möchte ich auch mal abzeichnen, ja, dann schläft dein Gehirn sozusagen. Weißt du, was ich meine? Du versuchst dir die Form abzuzeichnen, aber dein Gehirn erfasst das gar nicht wirklich, was das ist. Ja. Du siehst hier zum Beispiel auf meiner Baumzeichnung, dass es hier eine Kugelform ist. Ja. Hier sind verschiedene Formen. So eine richtige alte Eiche hat ja ganz verschiedene Formen überall. Ja. Ja, hier siehst du kleine Zylinder in einem großen Zylinder. Ja, das ist halt das Entscheidende, die Form zu verstehen
Und du siehst, sie kommen auch in der Natur vor. Also ganz, ganz wichtig, wenn du auch Naturmotive zeichnen willst. Und wenn du wirklich tiefer einsteigen willst und realistisch zeichnen lernen willst, findest du unter dem Video in der Beschreibung meinen klaren und strukturierten Weg. Dort findest du einen Übungskurs, aber auch die Mitgliedschaft in meiner Akademie.